Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Real Madrid gewinnt im Halbfinale des spanischen Supercups gegen Atletico Madrid durch ein absolutes Traumtor von Fede Valverde und ein gut rausgespieltes Tor von Rodrigo mit 2:1. Dadurch trifft Real Madrid am Sonntag im Finale des spanischen Supercopa auf den FC Barcelona. Und damit hören die guten Nachrichten auch schon auf. Denn, meine Freunde, gestern hat die bessere Mannschaft verloren. Real Madrids Leistung erinnert an die schlimmsten Zeiten unter Carlo Ancelotti. Dieser Mannschaft fehlt es an allem. Es fehlt ihr an Taktik, es fehlt ihr an Einstellung, es fehlt ihr an Automatismen und das Schlimmste von allem, es fehlt ihr an Fußball. Viel Spaß beim Video. Meine Güte, war das gestern wieder eine Qual, diesem Real Madrid beim Fußballspielen zuzuschauen. Aber bevor wir zur Leistung kommen, würde ich sagen, wir fangen erstmal mit Fakten, Daten und Zahlen an. Was bedeutet dieser Sieg für Real Madrid? Zunächst einmal klar, wir stehen im Finale. Am Sonntag müsste um 20 Uhr sein gegen den FC Barcelona. Und zum anderen bedeutet das, im spanischen Pokal trifft Real Madrid auf Albacete am 14.01. Das bedeutet, nächste Woche Mittwoch spielt Real Madrid in Albacete. Ja, und wenn wir schon mal bei Daten, Fakten, Zahlen sind, kommen wir zu der Aufstellung, die Xabi Alonso gestern gewählt hat. Und manchmal hasse ich es, wenn ich recht habe. Gegen Betis Sevilla, ihr könnt die Analyse gerne schauen, habe ich noch gesagt, als ich die Aufstellung gesehen habe, war mein erster Gedanke, dieser Mannschaft fehlt der Dirigent, fehlt derjenige, der das Spiel ordnet, derjenige, der Fußball in diese Mannschaft bringt. Und ich habe selber gesagt, ich war aber überrascht, wie es gegen Betis Sevilla trotzdem geklappt hat. Gestern hatte ich die gleichen Bedenken. Ich habe euch gestern noch gesagt, ich möchte für diese Mannschaft einen Dirigenten, jemanden, der Lücken in der Abwehr von Atletico Madrid findet. Aber Xabi Alonso hat wieder genau die gleiche Aufstellung wie gegen Betis Sevilla gemacht. Und ja, es ist das passiert, wovor ich gewarnt habe. Dieser Mannschaft hat es gewaltig am Fußball gefehlt. Die Unfähigkeit von Real Madrid, den Ball von hinten geordnet nach vorne zu spielen, ist inzwischen peinlich. Ein komplettes Unvermögen. Jeder Angriff von Real Madrid war identisch. Kein Tempo im Spielaufbau, keine Bewegung, keine Spieler, die sich freilaufen, die mal lang gehen und kurz kommen, die den Ball haben wollen. Dadurch immer wieder das gleiche Szenario. Der Ball wurde so lange von rechts nach links gespielt, bis keine andere Lösung mehr gefunden wurde und der Ball nach hinten gespielt wurde, damit Thibaut Courtois einen langen Ball nach vorne schlägt. Damit dann vorne Real Madrid auf zweite Bälle geht. Damit ein Gonzalo irgendwie versucht, von 10 langen Bällen einen irgendwie zu halten, dass ein Bellingham auf den zweiten Ball kommt, ein Rodrigo. Ja, das ist der Fußball im Januar 2026 von Real Madrid, nachdem Xabi Alonso inzwischen 6, 7 Monate Zeit hatte, mit dieser Mannschaft, mit diesen Jungs zu arbeiten. Wo ist der Fußball, den ein Xabi Alonso mit Bayer Leverkusen hat spielen lassen? Mit 2 Außenverteidigern, die jeden Angriff vorne waren. Mit einem Spielaufbau, der den Außenverteidigern auch die Zeit gegeben hat, aufzurücken. Der Ball, der in den eigenen Reihen läuft, Spieler, die sich anbieten, Mobilität, Automatismen etc. Davon ist nichts zu sehen. Real Madrid spielt Fußball. Ich habe gestern im Livestream gesagt, wie der erste FC Köln. Und wahrscheinlich tue ich dem ersten FC Köln noch Unrecht. Wie der MSV Duisburg, nennt mir andere Mannschaften. Ich möchte keiner Mannschaft zu nahe treten. Aber die Waffe von Real Madrid, ist ein langes Holz nach vorne und beten. Und zweite Bälle gegen Atletico Madrid. Eine Mannschaft,
die uns spielerisch in der Theorie, wenn man sich die einzelnen Spieler anschaut, klar unterlegen sein sollte, aber die uns gestern an die Wand gespielt hat. Es gab gestern nur eine Mannschaft, die Fußball gespielt hat, und das war Atletico Madrid. Wenn du dir anschaust, wie schwer sich Real Madrid tut, schwer, den Ball von hinten nach vorne zu bekommen. Wie gesagt, die einzige Lösung, die wir haben, sind lange Bälle von unserem Torwart. Ich kann das nicht fassen. Wenn du vergleichst, wie leicht ein Atletico Madrid sich durchkombiniert hat, mit einem Marcos Llorente, mit einem Baena, mit einem Koke, die sahen aus wie das Brasilien von Pelé gegen uns. Die hatten keinerlei Probleme, bis bei uns sich an den 16er vorzuspielen. Die Außenverteidiger, ich kann mich gar nicht erinnern, wie viele Flanken Atletico Madrid gestern geschlagen hat. Unsere Außenstürmer helfen ab und zu mal mit, aber im Großen und Ganzen haben wir ständig Unterzahl in der Verteidigung. Ja, es hat Spaß gemacht, Atletico Madrid zuzuschauen. Atletico Madrid. Und ja, auf der anderen Seite, sobald Atletico Madrid ein bisschen gepresst hat, und ich rede wirklich von ein bisschen, Atletico Madrid presst nicht mal ansatzweise so aggressiv wie der FC Barcelona oder wie Arsenal, Bayern etc., wie wirklich Mannschaften, die zurzeit gut unterwegs sind im europäischen Fußball. Und selbst bei einem Atletico Madrid hat Real Madrid keine Lösungen gefunden. Ja, wen wundert's? Real Madrid findet seit 1,5 Jahren keine Lösung für solche Probleme. Ja, und wenn sich jetzt einer fragt, warum hat Real Madrid dieses Spiel gewonnen? Erstens, glaube ich, eine Menge Glück war dabei. Und zweitens, weil Fede Valverde Spieler von Real Madrid ist. Zunächst einmal sein 1:0. Ich bin gestern im Livestream eskaliert. Ich glaube, kein Mensch auf der ganzen Welt hat erwartet, dass dieser Freistoß reingeht. Da schießt er in der ersten Minute eine Bazooka, eine Kanone unter die Latte, dass Jan Oblak, einer der besten Torhüter der Welt, keine Chance hatte. Ich glaube, keiner macht Jan Oblak einen Vorwurf bei diesem, ja, keine Ahnung, Asteroid, den Fede Valverde da gestern abgeschossen hat. Ja, tolles Tor, und man hat gedacht als Madrid-Fan, bin ich ganz ehrlich, nachdem wir Betis Sevilla wirklich stark bespielt haben, stark geschlagen haben, wir führen nach einer Minute, ich dachte, das bringt Selbstvertrauen, 2026 wird ein anderes Jahr. Denkste, ich habe mir auch noch versucht zu erklären, die ersten 10 Minuten, als Atletico Madrid uns dann komplett dominiert hat, habe ich gedacht, das ist normal, das ist eine Reaktion auf das Tor, Atletico Madrid ist wütend, versucht schnell den Ausgleich zu schießen, Real Madrid lässt sich erstmal fallen, das ist menschlich, aber irgendwann nimmt Real Madrid wieder am Spiel teil, übernimmt wieder die Kontrolle. Nee, das Ganze ging 45 Minuten so, das war ein Spiel auf ein Tor. Ich kann mich nicht mal in der ersten Halbzeit, doch an eine Aktion noch, kann ich mich erinnern. Einmal eine Einzelleistung von einem Álvaro Carreras, der sich über rechts durchsetzt, den Ball auf Rodrigo spielt. Der macht im 16er zunächst einmal einen tollen Haken, steht frei vor Oblak, ja, und schießt dann einen Schuss, der für mich unerklärlich ist für einen Spieler seiner Klasse, schießt Jan Oblak den Ball in die Arme. Naja, das ist auch die einzige Aktion, an die ich mich noch bei Real Madrid erinnern kann. Atletico Madrid, die ganzen Situationen könnte ich gar nicht aufzählen. Tchouaméni muss einmal den Ball mit einem Fallrückzieher halten. Einmal muss Asensio, ich glaube in der 45. Minute, streift er den Ball leicht mit dem Kopf. Sonst macht Sörloth schon das 1:1. Im Stream haben wir alle gestern gesagt, es ist eine Frage der Zeit, dass Atletico Madrid das 1:1 macht. Und jetzt habe ich persönlich nach einer halben Stunde schon nach Auswechslungen geschrien, gerufen, gebeten. Jeder hatte gestern gesehen, das geht nicht mehr lange gut. Jeder außer Xabi Alonso. Dass ein Xabi Alonso bis zur Halbzeit warten möchte, okay, das kann ich noch unterschreiben. Der möchte keinen anzählen, es soll keiner blöd dastehen, weil er nach 30 Minuten ausgewechselt wird, kann ich verstehen, sonst haben wir wieder irgendeine beleidigte Leberwurst in der Kabine. Ja, aber wenn du als Xabi Alonso zur Halbzeit keine Auswechslung machst, dann weiß ich nicht, ob du der richtige Trainer für Real Madrid bist. Vor allem weiß ich nicht, woran es liegt. Siehst du nicht das, was alle anderen sehen? Dass es eine Frage der Zeit ist, dass die gleich ein Tor machen? Traust du dich nicht? Das ist die andere Variante.
Ja, ich kann es mir anders nicht erklären. Ich habe kein Verständnis dafür, dass ein Xabi Alonso diese Mannschaft von draußen nicht unterstützt. Das hat er doch gemacht, als der in Leverkusen trainiert hat oder auch in den ersten Spielen in der Club-WM bei Real Madrid. Ja, wie gesagt, er verwandelt sich immer mehr in einen Ancelotti 2.0. Die ersten Auswechslungen in der 70., 75. Minute, weil beide Innenverteidiger verletzt sind. Wo gibt es sowas? Nur bei Real Madrid. Real Madrid hat dann in den letzten 20 Minuten mit 3 linken Verteidigern gespielt und einem Mittelfeldspieler, der den rechten Verteidiger gemacht hat. Das kannst du dir alles nicht ausdenken. Die anderen Auswechslungen, ja, die jeder Madridista sehen wollte, oder ich glaube jeder, ein Arda Güler und ein Dani Ceballos, diejenigen, die Fußball spielen können in dieser Mannschaft, die ein Spiel ordnen können, die den Ball von rechts nach links laufen lassen können, die hat der Mann in der 75. Minute erst eingewechselt. Ja, dass die beiden dann natürlich nicht besonders viel Bock hatten. Ich glaube, ein Ceballos kam sogar noch später. Ist auch absolut menschlich und verständlich. Ja, trotz alledem, als Atletico Madrid weiter Druck gemacht hat, jetzt habe ich mich ein bisschen übersprungen, hat Real Madrid den einzigen guten Angriff im gesamten Spiel gemacht. Real Madrid hat gestern 100 Minuten Fußball gespielt, in der zweiten Halbzeit, glaube ich, 7 Minuten Nachspielzeit, in der ersten 3 oder 4. Also Real Madrid hat gestern 100 Minuten Fußball gespielt. Und in 100 Minuten haben wir es vielleicht 2 oder 3 Mal geschafft, uns ordentlich an den gegnerischen 16er zu kombinieren. Atletico Madrid hatte gestern 22:8 Schüsse, 9:1 Ecken. Ja, und wie gesagt, war die einzige Mannschaft, die gestern Fußball gespielt hat. Real Madrid hat dieses Spiel gewonnen, wie gesagt. Viel Glück, viel Dusel, Effektivität vor dem Tor und weil Fede Valverde Spieler von Real Madrid ist. Und eins ist, glaube ich, jedem klar. Mit dieser Leistung werden wir am Sonntag vom Platz gefegt. Es muss sich dramatisch etwas ändern. Xabi Alonso muss erkennen, dass diese Mannschaft so nicht funktioniert. Ja, bevor ich auf die Einzelbewertung der Spieler komme, wollte ich aber noch über eine Situation sprechen, die wir gestern alle gesehen haben. Ein Vini Junior, sehr, sehr schlecht gespielt, wie gesagt, dazu komme ich gleich. Bei seiner Auswechslung und vorher schon ein ständiges Hickhack mit Diego Simeone. Der Trainer der gegnerischen Mannschaft hat nicht aufgehört, Vinicius Junior zu provozieren. Vini Junior ist ein Heißblut, ja, ist darauf angesprungen, hat hier und da reagiert. Naja, hat nichts an seiner Leistung geändert, die war so oder so nicht stark. Aber wie kann ein gegnerischer Trainer so etwas machen? Dass die Spieler das machen, ja, aber ein Trainer... Ja, und ein Xabi Alonso, und der hat gestern bei weitem nicht viel richtig gemacht, aber das hier hat er richtig gemacht. Bei der Auswechslung von Vinicius hat man sie am Rand der Coachingzone gesehen, wie sie um Applaus für den Spieler gebeten haben. Danach gab es eine Auseinandersetzung mit Cholo Simeone, die der argentinische Trainer im Presseraum kommentiert hat. Wie haben Sie und Ihre Bank das gesehen, was zwischen Vinicius und dem Trainer von Atletico de Madrid passiert ist? Danke. Nun, erstens versuche ich respektvoll gegenüber den Spielern der gegnerischen Mannschaft zu sein und ich spreche sie für gewöhnlich nicht an. Und als ich dann gelesen und gehört habe, was er ihm gesagt hat, missfällt es mir umso mehr. Ich glaube, dass das kein Beispiel für einen guten Sportler ist, was er ihm gesagt hat, und für mich ist nicht alles erlaubt. Man muss Respekt vor dem Gegner haben und alles, was auf dem Spielfeld passiert, hat eine Grenze. Ja, wie gesagt, viel richtig hat er nicht gemacht, aber finde ich gut, eine klare Ansage, was für ein unsportliches, asoziales Verhalten das von einem Diego Simeone ist. Der gleiche Diego Simeone, der vor einem Jahr im Wanda Metropolitano in der Pressekonferenz noch Konsequenzen verlangt hat für Aktionen von Spielern und Trainern, wenn die provozieren. Gestern in der Pressekonferenz war er ganz kleinlaut und hat gesagt, was auf dem Platz passiert, bleibt auf dem Platz. Ich erinnere mich nicht daran, was ich Vini Junior gesagt habe. Natürlich, plötzliche Demenz, wer kennt es nicht. Auf jeden Fall.
wollte ich das doch gesagt haben. Diego Simeone hatte zu Vini unter anderem gesagt, hör mal, wie alle pfeifen, hör mal, wie dich alle auspfeifen, obwohl da keiner gepfiffen hat. In Saudi-Arabien glaube ich nicht, dass Vini Junior von einem Stadion ausgepfiffen wurde, was 90% Real Madrid-Fans waren. Naja, und er hat ihm gesagt, Florentino Perez wird dich verkaufen. Denk an meine Worte, der wird dich rausschmeißen. Nicht verkaufen, der wird dich rausschmeißen. Naja, er kennt die Vertragssituation. Ein ganz klarer Tritt unter die Gürtellinie. Aber so kennen wir Diego Simeone. Der wollte damals einen 18-, 19-jährigen Varane verprügeln nach dem verlorenen Champions-League-Finale. Einmal Assi, immer Assi. Ja, wie dem auch sei, genug zu dem Thema. Kommen wir zur Einzelbewertung der Spieler. Ja, und es gibt ganz wenige Spieler, denen ich gestern sagen kann, die haben ein gutes Spiel gemacht. Danke, Thibaut Courtois, dass du auf der Welt bist, dass du Torwart von Real Madrid bist. Etliche seiner Paraden, aber auch wie viele Flanken er abgefangen hat, waren essentiell für diesen Sieg von Real Madrid. Ich glaube, mit einem anderen Torwart hätten wir das Spiel nicht gewonnen. Und dann, ja, Fede Valverde. Eine 10 von 10, sein bestes Spiel seit 1,5 Jahren. Nicht nur sein Tor, auch seine Leistung. Man hat gesehen, gegen Baena war er extra motiviert, wie bissig er in den Zweikämpfen war. Ja, und da hört es auch schon auf. Sonst gibt es keinen Spieler, der gestern Abend meiner Meinung nach Real Madrid-Niveau hatte. Die Innenverteidiger sind mit dem Spielaufbau komplett überfordert, haben keine andere Lösung, als den Ball entweder zu verlieren oder hinten zu Thibaut Courtois zu spielen. Ein Carreras hier und da noch gut. Tchouaméni und ein Camavinga in der Rückwärtsbewegung. Beide okay, Zweikämpfe gewinnen etc., obwohl davon Camavinga gestern ein bisschen wenig war. Nach vorne das absolute Nichts, gar nichts. Die beiden können nicht die Dirigenten von Real Madrid sein. Das erinnert mich an Zeiten von Emerson und Diarra auf der Doppel-6 bei Madrid. Bin ich mal gespannt, wer so alt ist und sich daran erinnern kann. Zu wenig Mobilität, zu wenig Risikobereitschaft, zu wenig, Ideen. Die sind vielleicht schnell mit dem Körper, aber nicht schnell hiermit. Und das kann nicht, der Anspruch von Real Madrid sein. Und Jude Bellingham hat gekämpft, hat noch gut gestartet, aber ist irgendwann komplett verschwunden. Zweite Halbzeit erinnere ich mich, glaube ich, an keine Aktion mehr, außer an den Jubel, wo ein Abpfiff war. Und vorne drin absolut gar nichts. Vini, Rodrigo und Gonzalo verschwunden. Gonzalo, tut mir leid, was soll der als Mittelstürmer machen? Jeder Ball, den er kommt, ist auf 2 Meter Höhe. Die Innenverteidiger köpfen den da weg. Was soll der machen? Der hat noch gekämpft, hat noch Bälle erobert, er hat's versucht. Aber als Mittelstürmer hängst du da in der Luft. Da kannst du dir einen Erling Haaland hinstellen. Ein Cristiano Ronaldo Prime, der hätte gestern genauso viel gemacht. Okay, Cristiano Ronaldo hätte irgendwie noch 2 Tore gemacht, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und Rodrigo hat das Tor gemacht. Aber ansonsten unsichtbar. Hat mir nicht gefallen. Vini Junior, wenn du schon nicht nach hinten hilfst, oder zumindest nicht genügend hilfst, das hat Rodrigo deutlich besser gemacht, dann musst du nach vorne den Unterschied machen. Ich habe gestern noch gesagt, du bist ein Crunch-Time-Player, aber deine Crunch-Time-Zeit ist das letzte Mal vor einem Jahr gewesen oder 1,5 Jahren. Ja, der nächste rabenschwarze Abend für einen Vini Junior. Und wenn ich ein Xabi Alonso wäre Vini Junior tatsächlich der erste Spieler, den ich zurzeit aus dieser Mannschaft holen würde, um mehr Kontrolle in das Spiel zu bekommen. Ja, das ist meine Meinung. Zu den Auswechselspielern äußere ich mich nicht. Die haben viel zu wenig Zeit bekommen. Im Gegenteil, sogar ein Fran Garcia war ganz okay für seine Verhältnisse. Aber das hat alles kein Real Madrid-Niveau. Ja, im Großen und Ganzen ist das meine Meinung zum Sieg gestern. Mal wieder ein Sieg, der mich mit schlechter Laune dalässt. Bin ich gespannt, ob ich der Einzige bin, der das so sieht. Lass deine Meinung zu diesem Spiel, zu meinem Video bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, lass ein Like da, teile dieses Video, hypen. Drück auf Follow, wenn du das noch nicht getan hast. Dann bist du noch unter den ersten 20.000. Das geht jetzt ratzfatz. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. A la Madrid!